Hallo zusammen! Heute zeigen wir euch, wie ihr die CleanRO richtig wartet und welche Probleme auftreten können und wie ihr diese lösen könnt. Anlage schaltet aus und die Taste H2O blinkt rot. Schaltet sich die Anlage während der Reinwasserproduktion mit einem roten Blinken aus, liegt eine Störung der Wasserversorgung vor. Prüft, ob der Wasserzulaufschlauch geknickt oder der Wasserhahn verschlossen ist. Sobald der Fehler behoben ist, erlischt das rote Blinken und ihr könnt die Anlage wieder einschalten. Anlage schaltet nach kurzer Zeit immer wieder aus und es kommt kein Reinwasser. Wenn die Anlage häufig abschaltet und kein Reinwasser liefert, prüfen Sie den Wasserschlauch auf Knicke und die Düsen auf Verstopfung. Beheben Sie den Knick und spülen Sie die Düsen gegen die Flussrichtung mit Leitungswasser aus. Anschließend können Sie die Anlage wieder einschalten. Einlagerung und Spülen. Steht die Maschine länger als 2 Wochen still, muss zur Konservierung der Membranen eine Spülung im 2-wöchentlichen Intervall durchgeführt werden. Diese Maßnahme ist entscheidend für die Haltbarkeit und dauerhafte Funktionsfähigkeit der Membranen, da sie Austrocknung, mineralische Ablagerungen, Scaling und mikrobielles Wachstum, Biofouling, unterbindet. Schließt dazu die Maschine wie gewohnt an die Wasserversorgung an. Startet anschließend den Spülvorgang über die Spültaste und lasst diesen 4 bis 5 Mal vollständig durchlaufen. Wechseln des Vorfilters. Um das Osmosesystem vor dem Eindringen von Schwebepartikeln zu schützen, muss der Vorfilter regelmäßig kontrolliert und spätestens alle 3 Monate ausgetauscht werden. Nutzt den mitgelieferten Ringsschlüssel, um das Filtergehäuse zu lösen. Schraubt es anschließend vollständig ab. Entleert das Wasser und nehmt den alten Vorfilter aus dem Gehäuse. Setzt den neuen Vorfilter ein. Achtet darauf, dass der Filter korrekt in der Führung sitzt. Schraubt das Gehäuse wieder fest und zieht es abschließend mit dem Ringschlüssel leicht an. Messgerät für die Wasserqualität zeigt zu hohe Werte oder das Manometer läuft im roten Bereich. Wenn die Anlage trotz mehrfacher Spülung dauerhaft einen Leitwert des Reinwassers von über 50 Mikrosiemens anzeigt, deutet dies auf eine signifikante Minderung der Rückhaltequote hin. Ein ebenso starkes Indiz für eine Funktionsstörung ist, wenn der Druck im System in den roten Bereich steigt. In beiden Fällen, dem anhaltend hohen Leitwert oder dem falschen Druckbereich, sind die Membranen entweder durch Verkalkung, Scaling oder Biofouling beeinträchtigt und müssen ausgetauscht werden. Austauschen der Membranen. Dafür müsst ihr mit einem 14er Maulschlüssel eine Schraube an der Schelle lösen und entfernen. Die Schelle anschließend vom Gehäuse abnehmen. Nutzen Sie einen flachen Schraubendreher oder ein geeignetes Hebelwerkzeug. Setzen Sie den Schraubendreher vorsichtig an der Kante zwischen Deckel und Gehäuse an. Hebeln Sie den Deckel ringsrum mit kurzen, gleichmäßigen Bewegungen Stück für Stück an. Sobald der Deckel gelöst ist, nehmen Sie ihn vollständig vom Gehäuse ab. Arbeiten Sie stets mit Bedacht und ohne übermäßige Gewalt, um die Dichtflächen oder das Gehäusematerial nicht zu beschädigen. Kippt die Maschine vorsichtig an. Lasst das gesamte Restwasser vollständig ablaufen.
nutzt dabei einen Auffangbehälter. Zieht anschließend die Membrane gerade und gleichmäßig aus dem Gehäuse. Führt die erste Membrane in das Gehäuse ein. Die Ausrichtung ist entscheidend. Der auf der Membrane aufgedruckte Richtungspfeil muss unbedingt in dieselbe Richtung zeigen wie die Markierung auf dem Gehäuse. Verfahrt bei der zweiten Membran genauso. Wichtig, die Ausrichtung erfolgt entgegengesetzt zur ersten Membran. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Membran wieder gleich zum Pfeil auf dem Gehäuse ist. Legt die Deckel auf den Gehäusen und drückt sie fest. Verwendet eine geeignete Zange, um die Deckel sanft und gleichmäßig in die Endposition zu drücken. Setzt die erste Schelle auf das Gehäuse und fixiert diese mit der Schraube und der Mutter. Drückt die zweite Schelle auf das andere Gehäuse und fixiert es wieder mit der Schraube und Mutter. Zieht die Muttern mit einem 14er Maulschlüssel gleichmäßig fest. Achtet darauf, die Muttern nicht zu fest anzuziehen, da eine zu hohe Anzugskraft das Gehäuse oder den Deckel beschädigen kann.